So, jetzt will ich aber mal was Kreatives sehen. Alter Schwede. Also einfach ein Intro für ein gängiges Video. Einfach so, ja, so, das ist allgemein. Und Account-Platzierung, will ich sagen. Mein allerliebster Airsoft-Kanal. Der ist super, also ich komme gar nicht drüber weg. Ich kann gar nicht vorher schlafen gehen, bevor ich nicht ein Video gesehen habe von Baby2K Airsoft. Also total was Blödes. Kriegen wir hin. Geht los. Hallo ihr Lieben, ich bin Amy 9x19 und ich muss euch etwas ganz Wundervolles empfehlen, und zwar einen weltberauschend guten Account. Ich kann nicht schlafen ohne die Videos von ihm, und zwar von Baby2K Airsoft. Also schaut vorbei und schaut euch die Videos an. So, jetzt kriegst du von mir noch 100 Euro. Hab ich nicht. Mal nächstes Mal. Intros durch, da bin ich wieder. Bevor ich anfange, ein mega herzlichen Dank an Emily aka Amy 9x19 für dieses grandiose Intro. Das haben wir zusammen auf der IWA 2024 gemacht. Ich war einfach mal so frech, habe sie angesprochen, ob sie es macht, und ihr merkt ja, sie ist mega sympathisch, hatte da keinerlei Probleme. Braucht ihr nicht 100 Euro geben, sie hat es auch so gemacht. Und nochmal herzlichen Dank. Wer Amy noch nicht kennt, ich denke mal, eher ist es umgekehrt, viele kennen mich nicht und dafür kennen mehr Amy. Geht mal auf ihren Instagram-Account Amy 9x19. Emily kommt aus Österreich, ist Schießausbilderin, arbeitet mit Glock zusammen und mit verschiedenen Firmen und ist wirklich, mega sympathisch, macht richtig coole Fotos und Videos. Checkt das einfach mal aus, ja. Okay, jetzt fangen wir aber an. Aber bevor wir jetzt nochmal anfangen, ich glaube, ich hau noch einen Dank raus. Der nächste Dank geht an die Firma Umarex, die mir hier die Glock 17 Gen 5 PSA French Edition zur Verfügung gestellt haben, damit ich sie euch heute zeigen kann. Das ist wirklich eine spezielle Edition, die ich euch zeigen möchte, obwohl ich ja schon 2 Glock-Videos rausgebracht habe von VFC, einmal hier die 19X und einmal die Generation 5, ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 4 oder 5 Jahre. Die French Edition basiert Airsoft-technisch auch auf diese beiden, hat die gleichen Features mit ein paar kleinen Änderungen, aber da gehen wir aufs Review nachher drauf ein. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal und schauen uns mal den Lieferumfang an. Bevor ich den Lieferumfang hier mache, ich glaube, ich habe so ein bisschen was vergessen, oder? Na klar habe ich was vergessen. Ich habe nicht gesagt, was das Teil hier kostet, diese French Edition. Die kostet zwischen 200 und 220 Euro. Ihr müsst definitiv, wenn ihr nachher am Ende des Reviews Interesse dran habt, in den Webshops suchen und euch das günstigste raussuchen. Das günstigste, wie gesagt, was ich gefunden habe, waren 200 Euro. Das teuerste waren 220 Euro. Ja, was bekommt man für 200 Euro? Zum einen Original Glock-Koffer, sowie auch die Reels, die Glocks ausgeliefert werden, in TAN. Den machen wir mal auf. So, das Auspackvideo hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Zum Lieferumfang gehört zum einen, und das ist schon mal ganz cool, wir haben hier 4 Backstraps, nicht nachgebaut, sondern original von Glock. Allein diese kosten schon zwischen 15 und 20 Euro. Super genial. Dann haben wir die Glock PSA. Hier natürlich auch in der Kiste drin. Sieht einfach absolut schnuckelig aus. Dann haben wir hier einen Reinigungsstab. Das ist der von der Real Steel. Dazu auch noch passend die Reinigungsbürste. Auch nicht zu benutzen für die Airsoft, könnt ihr vielleicht für die Zähne nehmen, aber nicht für die Airsoft. Ja, und dann haben wir hier nochmal hinten versteckt einmal eine Bedienungsanleitung und nochmal von den Backstraps, wie ihr die anbringt. Die habe ich jetzt aus der Verpackung genommen, die ist normalerweise in der Verpackung dabei, die bei den Backstraps sind. Dann hier die Anleitung für die Glock selber, wie ihr sie bedient, wie ihr das Hop-Up justiert, wie ihr sie auseinander nimmt und noch einige Tipps und Tricks. Und dann haben wir auch noch mal einen Service- und Sicherheitshinweis. Bevor wir jetzt mit der Airsoft weitermachen, ihr wisst, genau an dieser Stelle kommen noch ein paar Real Steel Facts, die möchte ich euch mal erzählen hier über die Glock 17 PSA.
PSA steht für Pistolet Semi-Automatique und das hört sich schon französisch an und das ist auch der Grund, warum das Ding hier French Edition heißt. Ich erzähle euch keine Geschichte über die Glock, ich denke mal, die sollte allseits bekannt sein. Ich erzähle euch nur den Background hier zu dieser French Edition. 2019 startete das französische Militär unter der Bezeichnung Pistolet Automatique de Nouvelle Génération oder kurz PANG eine Ausschreibung. Sie wollten ihre alten Dienstpistolen ersetzen durch was Neues, ja, Schönes, Feines, Sauberes, Funktionelles, Modernes, ja, Pistolet Semi-Automatique. Ja, denn die haben immer noch im Einsatz zum Beispiel die Mac 50. Das ist eine alte Single-Stack Selbstladepistole. Die wurde zwischen 1950 und 1978 produziert. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und sollte auch ersetzen etwas moderneres, und zwar die Parmas G1. Nichts anderes als eine Lizenzfertigung der Beretta 92F. Ja, 2020 erhielt dann die Firma Glock die Bestätigung, dass sie für die französische Armee eine Glock 17 Gen 5 bauen durfte. Es wurde ein Vertrag erstellt, über so ungefähr 75.000 Stück werden für das französische Militär ausgeliefert. Besonderheit unter anderem ja der Farbton. Wir haben hier ein Tan-Griffstück und einen schwarzen Schlitten. Das hat das Militär nicht ausgesucht, weil das einfach, ja, so wie es für mein Empfinden ist, sieht einfach mega geil aus. Das war nicht das Interesse der Armée de Terre, sondern sie haben das als Tarnung gesehen, dass sich die Pistole so ein bisschen der Umgebung anpasst. Das ist ihre Ausrede gewesen, um einen geilen Farbton zu ordern. Ja, zu den 75.000 Pistolen gehört noch ein bisschen mehr. Da ist noch Zubehör dabei, Holster und so weiter. Die Kaliberangaben, alles das gleiche, 9x19. Die ganzen Features, die hier diese Generation 5 hat, da gehen wir jetzt drauf ein, wenn wir uns die Airsoft genauer anschauen. Denn das hat VFC auch fast 1:1 übernommen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns später an. Ja, so viel, denke ich mal, zu Real Steel reicht vollkommen aus. Jetzt machen wir erstmal den Bodycheck von Umarex bzw. VFC. Schauen wir uns mal die Verarbeitungsqualität und die verwendeten Materialien an. Und ja, da gibt es nichts zu meckern, hat sich nichts geändert gegenüber den Vorgängerversionen 19X, 45, 17, Gen 5. Wir haben hier wieder ein wunderschönes Griffstück aus sehr, sehr soliden Polymer gefertigt, wo man ja kaum Gussnähte sieht. Das ist einfach fantastisch gefertigt. Auch der Schlitten hat die gleiche gute Beschichtung wie auch die anderen Glock-Modelle von VFC bekommen. Das heißt, wir haben hier so gut wie keinen Abrieb. Wir haben Abrieb, aber der hält sich in Grenzen. Ich zeige mal kurz meine Gen 5 an. Ich glaube, die ist jetzt schon 4 oder 5 Jahre alt. Da kann man hier so ein bisschen was erkennen an Abrieb durch das Holstern. Teile habe ich auch noch mal mit Aluminiumbrünierung nachgefertigt. Hier sieht man so ein bisschen was, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Das Einzige, was wir hier haben, ist hier an der Patronenkammer, dass hier das Material sich schneller abträgt. Ich denke mal, das wird jetzt hier bei der French Edition auch so sein. Ich habe jetzt so ungefähr 500 Schuss raus, sieht aber immer noch erste Sahne aus. Von daher, von der Verarbeitungsqualität, von den verwendeten Materialien, genauso wie bei den anderen Glock-Modellen. Wer mein 19X oder Gen 5 Video noch nicht gesehen hat, klickt mal da oben drauf, könnt ihr euch gerne noch mal anschauen. Passgenauigkeit, wir haben hier ein bisschen Spiel am Schlitten, aber das stört die Funktion überhaupt nicht. Der Schlitten arbeitet absolut smooth. Schauen wir uns kurz die Markings an. Ein weiteres Highlight hier von der VFC bzw. Umarex Glock. Da Umarex die Lizenzen inhält für Glock, können wir uns sicher sein, dass hier alle Markings drauf sind. Nicht ganz so wie beim Original, aber genauso aufgetragen wie auch schon bei den anderen VFC Glocks. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an.
Starten wir am Schlitten, linke Seite, da haben wir einmal das Glock-Logo, 17 Gen 5 Austria 9x19, richtig schön in das Material eingelassen, sieht absolut sauber aus. Dann haben wir hier am Griff nochmal schön tief das Glock-Logo inne und dann schauen wir uns mal die Unterseite an. Auf der Unterseite vom Griffstück, da wo die Rail ist, finden wir die F-Kennzeichnung 6 mm mit der PTB-Nummer, Glock 17 Gen 5 und der individuellen Seriennummer. Finde ich absolut perfekt, dass diese Markings hier so schön dezent unterhalb am Griffstück angebracht worden sind. Weiter geht's mit der rechten Seite. Da haben wir einmal die Seriennummer auf dem Schlitten und auf der Patronenkammer. Die ist immer identisch. Und hier auch nochmal auf der Patronenkammer Glock-Logo AT 9x19. Dann haben wir das Glock-Logo nochmal hier hinten auf dem Schlitten. Und zum Schluss auch nochmal hier am Griff die Kennzeichnung Official Licensed Product of Glock. Das ist nicht original, das finden wir hier nur bei der Airsoft. Bei der Original steht hier was anderes. Glock-Markings finden wir auch nochmal bei der vorderen und hinteren Visierung. Blende ich euch natürlich hier auch nochmal ein, damit ihr euch das anschauen könnt. Also wirklich sehr authentisch gefertigt, obwohl wir hier bei der French Edition nicht diese Punktvisierung haben, sondern eine nachleuchtende U-Visierung, aber dazu komme ich dann gleich später. Schauen wir uns noch das Magazin an, da haben wir hier am Magazinboden das Glock-Logo und hier auch nochmal auf den Rücken Glock Austria und die Ladekennzeichnung, die wir hier natürlich bei der Airsoft nur angedeutet haben, weil wir hier leider nicht die Ladestandsanzeige der Bibis sehen können. Weiter geht's mit den technischen Daten von der Glock 17 French Edition hier von VFC bzw. Umarex. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 204 mm, Inlauflänge 97 mm, ein Gewicht von 649 Gramm, System Gas Blowback, Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 22 Schuss, haben wir eine angegebene Energie von 0,8 Joule bzw. 295 FPS. Das Ganze, und ich bin jetzt mal gespannt und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, werde ich jetzt im Chrono für euch nachmessen. Nur soweit. Die alte Glock 17 Gen 5 und auch die, wo ist sie? Die Glock 19X haben bewiesen, dass sie eine absolut fantastische Gaseffizienz haben. Zwischen 80 und knapp 100 Schuss mit einer Gasfüllung sind möglich. Von daher bin ich gespannt, ob die French Edition das auch schafft. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Ja, und danach machen wir einen kleinen Schusstest und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, und jetzt nochmal die restlichen schnell hintereinander. Weiter geht's mit den Details und Funktionen und zunächst vergleichen wir mal die Real Steel hier mit dem Nachbau von VFC. Was hat VFC übernommen und was hat VFC nicht übernommen? Was wir sofort sehen, ist natürlich der Farbton. Wir haben hier wie beim Original einen schwarzen Schlitten und ein tannfarbenes Griffstück. Des Weiteren hat VFC alle Features übernommen, die die Generation 5 der Glock zu bieten hat, was natürlich auch die French bzw. PSA-Version hat. Da haben wir hier im vorderen Bereich des Schlitten hier diese leichte Anschrägung, sodass die Waffe schneller geholstert werden kann. Dann haben wir hier die Rifflung im vorderen Bereich und im hinteren Bereich, sodass wir die Waffe vorne durchladen können oder hinten durchladen können, ohne dass uns die Finger wegrutschen. Dann haben wir von der Gen 5 übernommen den geraden Griff hier ohne die Fingerrillen. Dann haben wir hier eine Fangriemenöse, die hat die French Edition, haben wir hier auch bei der Version von Umarex. Dann haben wir die Möglichkeit hier Griffrücken zu tauschen. Das Coole ist, im Lieferumfang sind hier auch die Original-Griffrücken dabei. Ich zeige euch dann nachher auch, wie das Ganze zu wechseln geht. Ansonsten haben wir auch wie bei der Generation die beidseitige Bedienung. Wir haben einmal den Schlittenfanghebel auf der Seite, den Schlittenfanghebel hier auf der Seite. Wir haben den Magazinlöseknopf. Einmal gedrückt kommt das Magazin raus. Diesen können wir entfernen und auf der anderen Seite wieder anbringen, sodass der Linkshänder hier auch einfach das Magazin wechseln kann. Dann haben wir hier den Zerlegehebel, genauso wie beim Original. Wir haben, wenn ich das Magazin noch mal rausnehme, hier auch so einen leichten Trichter hier im Magazinschacht, so ein Jet-Funnel, damit das Wechseln der Magazine schneller geht. Was Umarex bzw. VFC nicht übernommen hat von der PSA, und das finde ich sehr, sehr schade. Ich blende es hier mal rein. Und zwar schaut euch mal die Visierung an. Wir haben hier die Standard-Punktvisierung. Ja, die PSA, die French Edition, hat hier eine U-Visierung nachleuchtend. Das heißt, wenn ein bisschen Licht drauf kommt, leuchtet das im Dunkeln noch mal ein bisschen nach, sodass man auch in Dämmerung und Dunkelheit besser zielen kann. Das hat VFC bzw. Umarex nicht übernommen. Das finde ich absolut schade. Ist für mich schon als Sammler ein Kritikpunkt, denn dieses kleine Feature hätten sie wirklich übernehmen können, denn ansonsten ist ja VFC bzw. Umarex bekannt, dass sie viel, viel Liebe ins Detail stecken und da hätten sie wirklich auch eine U-förmige Visierung anbringen können. Ansonsten weiter geht's mit dem Abzug. Original Glock mit dem Sicherheitszüngel hat VFC natürlich auch übernommen. Ich nehme mal das Magazin raus. Sieht optisch fast so aus wie ein Originalmagazin, außer dass wir hier die Federführung haben, wo wir auch die Bibis einführen können. Der Magazinboden ist identisch. Was anders ist, bei der Original Glock PSA haben wir hier im oberen Bereich, wo die Patronenführung ist, einen orangenen Boden. Das ist dafür, dass wenn der Schütze kontrollieren möchte und den Schlitten nach hinten macht, seht ihr hier, wenn das hier orange wäre, wüsst ihr, dass keine Patrone mehr im Magazin ist. Das konnte natürlich VFC nicht nachmachen, obwohl hätten sie eigentlich auch machen können. Ne? Hätten sie das hier schön in diesem Orangeton gebracht. Wäre eigentlich eine coole Sache, oder? Schauen wir uns die Mündung an. Die ist im Kaliber 9x19 nachempfunden. Und das Schöne ist, man kann kaum hier den Innerbarrel sehen, weil dieser auch schwarz gehalten ist. Der Außenlauf selber hat kein Innengewinde. Ihr könnt hier also keine Tracer- oder Schalldämpfer-Attrappen anbringen. Weiteres Feature, was jetzt hier die French Edition übernommen hat, auch von der Gen 5, 45 und 9X. Wir haben hier die Möglichkeit, an der Federführungsstange das Hop-Up zu justieren. Dazu braucht ihr einen Sechskantschlüssel, den steckt ihr hier einfach rein und dann könnt ihr durch Klicken das Hop-Up fein von außen nachstellen. Das ist natürlich perfekt. Wenn ihr die Airsoft ganz neu habt, könnt ihr schießen, Schlüssel reinstecken, nachjustieren, ist eine absolut feine Sache. Zeige ich euch nochmal, wenn wir nachher die Airsoft auseinandernehmen, wie das Ganze funktioniert. Und dann sind wir schon am Griff angekommen. Der ist originalgetreu nachgefertigt mit der Texturierung. Hier habt ihr hier die Möglichkeit, hier unterschiedliche Griffrücken anzubringen. Das Tolle ist,
Diesmal hat VFC bzw. Umarex daran gedacht, mit im Lieferumfang die 4 Backstraps genauso wie bei der Original Glock mit hinzuzufügen. Apropos Original Glock, diese Backstraps sind auch Original Glock. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man die anbringt. Die Montage ist recht simpel. Schauen wir uns erstmal nochmal die 4 Backstraps an. Das Besondere ist, die sind jetzt hier in dieser Kunststoffklammer drin. Ich nehme mal die raus. Da haben wir zum einen einmal unterschiedliche Breiten mit Beavertail. Das ist hier die längste Breite. Ich denke mal, die bauen wir gleich mal an. Und dann haben wir die gleichen Breiten nochmal ohne Beavertail zur Verfügung. Schauen wir uns den Halter an. Da haben wir hier einen kleinen Pin. Könnt ihr den sehen? Der ist leider aus Kunststoff gefertigt. Beim Original auch so. Und mit dem sollt ihr eigentlich die Möglichkeit haben, hier diesen Pin rauszutreiben. Funktioniert bei mir nicht so. Ich habe echt Angst, dass ich das hier abbreche. Daher nehme ich jetzt hier für die Demontage bzw. Montage hier diesen Stahlpin. Des Weiteren, apropos Pin, haben wir hier in der Seite hier so eine Halterung. Da haben wir einen längeren Pin. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall, um die Backstraps hier sicher zu montieren. Ja, fangen wir an. Zunächst treiben wir hier den vorhandenen Pin raus. Da ist er. Packen wir uns den hier gleich mit rein. Einfach reindrücken. So. Und dann ist der hier, falls wir mal wieder wechseln wollen, fest montiert. So, und jetzt nehmen wir uns unseren Backstrap, den wir gerne haben möchten. Es muss jetzt genau hier aufliegen. Richtig randrücken. Fest randrücken und dann den Griffrücken so weit reindrücken, dass die Löcher hier identisch sind. Ja, und dann den Pin einfach reinhauen. Gucken wir uns den montierten Backstrap jetzt mal etwas genauer an. Ihr seht, dass hier der Griff jetzt etwas dicker geworden ist und dass wir jetzt hier diesen ausgeprägten Beavertail haben. Für meine riesen Pranken ist diese Kombination absolut fantastisch. Die Glock fasst sich jetzt so an, als wäre sie für mich gefertigt worden. Richtig cool. Und hier auch mit dem Beavertail. Ja, brauche ich keine Sorgen haben, dass ich hier mit meinen Speckhänden irgendwelche Klemmer durch den Schlitten kriege. Sehr, sehr gut gemacht. Und von daher habt ihr auch die Möglichkeit, hier verschiedene Dicken anzubringen, mit Beavertail, ohne Beavertail. Und das finde ich absolut fantastisch, dass jetzt endlich, ja, Umarex sich dazu herabgelassen hat, das mit ins Paket zu packen. Das gibt definitiv einen Daumen hoch. Nehmen wir die Glock 17 PSA nochmal auseinander, damit wir mal einen Blick in das Innenleben werfen können. Dazu zunächst das Magazin rausnehmen. Dann habt ihr hier den Entriegelungshebel, einmal auf der und einmal auf der Seite. Den drückt ihr runter, während ihr jetzt den Schlitten nach hinten macht und wieder nach vorne zieht. Und dann könnt ihr den Schlitten nach vorne abziehen. So, ich lege das mal so zur Seite. Und dann werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Schlitten bzw. auf die Hop-Up-Justierung. Hier der Aufbau von der PSA. Ich lege jetzt nochmal die alte Glock 17 Gen 5 daneben. Da könnt ihr sehen, der Aufbau ist identisch. Wir haben hier eine Nozzle Housing aus Zink-Druckguss. Das Einzige, was sich hier so ein bisschen geändert hat, ist hier im vorderen Bereich die Halterung für die Federführungsstange. Die ist hier bündig an dem Außenlauf und hier sehen wir eine kleine Aussparung, sodass wir die hier leichter rausnehmen können. Einen Unterschied gibt es beim Schlitten. Ich habe jetzt hier den PSA-Schlitten. Schaut euch mal die Auszieherkralle an. Die ist jetzt nur noch angedeutet. Heißt, es ist Bestandteil des Schlittens, kein separates Bauteil. Ich zeige das nochmal bei der alten rein. Ja, könnt ihr sehen, kann ich hier bewegen. Ist ein separates Bauteil, finde ich, ist ein nettes Feature. Schade, dass Umarex das jetzt hier bei der neuen Version nicht mehr übernommen hat, aber ich denke mal, hier ging es um Kostenreduzierung. Wie ich euch ja kurz gezeigt habe vorhin, kann man das Hop-Up hier mit den Sechskantschlüssel einstellen, indem wir das in die Federführungsstange stecken. So, ich mache das nochmal. Und dann können wir hier
ganz fein das Hop-Up justieren. Ihr seht hier an dieser Stelle, dreht sich hier dieses kleine Zahnrädchen mit dieser Einkerbung. Das ist das Rädchen, welches eigentlich das Hop-Up einstellt. Wir haben hier in der Mitte hier so eine kleine Kerbung, die ist zum einen dafür da, damit ihr euch merken könnt, wie ihr euer Hop-Up eingestellt habt, beziehungsweise auch ist die Kerbe da, um die Federführungsstange wieder zu demontieren. Denn wenn ihr die Federführungsstange demontieren möchtet, müsst ihr das Hop-Up auf Nullstellung bringen. Das heißt, ihr verliert eure Einstellung. So gesehen erstmal dramatisch. Wenn ihr euch aber hier kleine Kennzeichnungen macht, ist es nicht schwierig, das Hop-Up nach dem Einbau wieder genau in die gleiche Stellung zu bringen. Ja, nehmen wir mal die Federführungsstange raus. Dazu wieder Sechskantschlüssel rein und dann dreht ihr nach links, um die Einkerbung in die untere Position zu bringen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Federführungsstange rausnehmen. So, ich nehme das mal. Nehmen wir mal den Außenlauf an, dann kommen wir nämlich besser an die Hop-Up-Justierung ran. Dazu erstmal die Laufbuchse hier entfernen und dann könnt ihr den Lauf nach vorne abziehen und rausstecken. Schauen wir uns die Hop-Up-Justierung jetzt an, wie das funktioniert. Da haben wir hier am Außenlauf diesen kleinen Metallsteg. Dieser Steg wird nach unten bzw. nach oben verschoben durch diese Schnecke hier. Ja. Die Führung hier setzt genau an dem Steg an und durch Drehen, seht ihr ja, das verjüngt sich ja, wird entweder der Steg nach oben oder nach unten bewegt und dadurch das Hop-Up verstärkt bzw. reduziert. Vergleichen wir auch nochmal das Griffstück hier. Hier ist die PSA, hier unten die alte Gen 5. Hier hat sich auch rein gar nichts geändert, funktioniert auch tadellos. Wir haben hier eine Kombination aus Zink, Druckguss und Aluminium Bauteilen. Wie gesagt, hier die obere, ich weiß nicht, wie viel 1000 Schuss ich hier rausgehauen habe. Wir haben ja minimal Abrieb, aber die Glock funktioniert hier noch wie am ersten Tag. Von daher gehe ich auch von aus, dass es hier bei der PSA genauso sein wird. Und da sind wir bei den Pro und Kontras angekommen. Heute hier die wunderschöne Glock 17 Gen 5 PSR Pistolet Semi-Automatik French Edition von VFC bzw. Umarex. Wir fangen mit den Pro-Punkten an und da würde ich an oberster Stelle diesmal setzen, persönlich gesehen feiere ich das total ab und das ist der Lieferumfang. Wir bekommen hier nicht nur die Glock selber, sondern wir bekommen jetzt noch original Glock Backstraps dazu und auch noch einen original Glock Koffer. Sowas feiere ich als Sammler absolut ab und das war damals schon ein Kritikpunkt gewesen bei den anderen Glocks, dass hier die Backstraps nicht dabei waren und dass für den Preis nicht der Glock Koffer mit dabei war. Das habe ich alles bemängelt. Das ist jetzt mit dazugekommen und von daher finde ich, das gehört das schon an der obersten Position. Zweite Position würde ich sagen, wieder wie gehabt, Verarbeitungsqualität. Hier gibt es nichts zu meckern. Wir haben ein fantastisches Polymergriffstück, was sich richtig wertig anfasst, kaum Gussnähte, denn der Aluminiumschlitt mit der fantastischen Beschichtung, die zwar Abrieb zeigt, aber nicht massiv, sondern nur minimal. Wie gesagt, ich zeige hier nochmal meine Gen 5 rein, die hat schon Abrieb, habe ich ein bisschen mit Aluminiumbrünierung behandelt, aber da passiert halt nichts. Und würde ich als nächsten Punkt auch noch reinpacken, die Robustheit. Das Teil ist so gesehen unvernichtbar, absolut spieletauglich. Ihr habt hier keinerlei Probleme, out of the box habt ihr sofort Spaß. Und dazu gehört, und das packe ich gleich noch mit dazu, das Teil ist sehr präzise, hat eine absolut fantastische Gaseffizienz. Ihr könnt das Hop-Up bequem hier an der Federführungsstange einstellen. Da wurde wirklich richtig an den Spieler gedacht und das finde ich fantastisch. Wo an den Sammler gedacht wird, das erwähne ich auch nochmal. Ich finde es toll, dass der Inner Barrel hier auch schwarz gehalten ist, sodass man hier an der Mündung nicht erkennen kann, dass wir hier eine Airsoft haben. Finde ich absolut genial. Ansonsten Abzugsverhalten auch fantastisch. Gibt es soweit an positiven Punkten nichts mehr. Würde ich sagen, fangen wir mit den Neutralpunkten an.
Und da würde ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht top, ist nicht flop, ist genau in der Mitte, finde ich absolut fantastisch. Dieses Paket hier kostet 200 bis 220 Euro. Gehen wir mal von dem günstigsten Punkt aus, 200 Euro. Im Vergleich hier zu der Gen 5, die kostet so zwischen 160 bis 180 Euro, haben wir hier einen Aufpreis von 20 bzw. 40 Euro. Aber dafür bekommt ihr, wie gesagt, einen Koffer, den ihr euch normalerweise separat kaufen müsstet. Und ja, die Backstraps, die ihr euch kaufen müsstet, kosten ja auch so um die 15 bis 20 Euro. Für welche, die darauf Wert legen, ist es eine tolle Sache. Passt es vom Preis-Leistungs-Verhältnis für all diejenigen, die überhaupt gar keinen Wert drauf legen? Ja, die denken sich, warum soll ich so viel Geld ausgeben, wenn ich eigentlich nur eine Duoton-Glock haben möchte? Von daher packe ich das hier als Neutralpunkt. Das waren aber auch schon alle Neutralpunkte. Jetzt kommen wir zu meinem Punkt, den ich als einziges als negativ empfinde. Und das ist die 3-Punkt-Visierung. Warum? Die French Edition hat eine U-Visierung, nachleuchtend. Warum hat Umarex bzw. VFC nicht diese Visierung auch genommen? Dann wäre das absolut authentisch gewesen und da gäbe es nichts zu meckern. Normalerweise zeigt VFC immer viel Liebe ins Detail, aber hier haben sie leider für mich versagt. Eine U-Visierung, das wäre sozusagen die Kirsche auf der Sahne gewesen. Von daher packe ich das als Negativpunkt. Ja, das ist eigentlich soweit alles gewesen, was ich an Pro und Kontras habe. Machen wir weiter mit meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Fazit und Kaufempfehlung. Ja, wer eine French Edition haben möchte, beziehungsweise Gefallen findet hier an dieser Farbkombination schwarzer Schlitten, Tan, Griffstück, der, dem kann ich die VFC French Edition nur empfehlen. Out of the box bekommt ihr eine absolut spielbare, zuverlässige Airsoft-Pistole, Gas-Blowback-Pistole in die Hand, die sich perfekt einstellen lassen kann, die eine hervorragende Gaseffizienz hat, eine tolle Präzision und sehr, sehr haltbar ist. Wenn ich zeige sie noch mal rein, mein Spielgerät hier, das hat schon echt eine Menge Spiele hinter sich gebracht und funktioniert noch tadellos. Musste da noch nichts tauschen, außer wie gesagt mal so ein bisschen mit Aluminiumbrunierung hier ein paar Kratzer entfernen. Ihr macht mit der VFC Glock hier nichts falsch. Die kostet jetzt nun 200 Euro, geschuldet daran, dass wir hier halt einen Backstraps haben und auch einen Originalkoffer. Wer, wie gesagt, jetzt keinen Wert drauf legt von dieser Farbkombination, der kann natürlich die 19X, ich zeige sie auch noch mal rein, holen oder halt die Gen 5 oder die Glock 45. Die basieren genau auf das gleiche Prinzip und da macht ihr definitiv nichts falsch und da seid ihr so bei 160 Euro. Wer jetzt eine Glock 5 vermisst mit Optic Ready, mit MOS, der muss noch ein bisschen warten. Von Umarex gibt es bald von SRC die Glock 17 Gen 5 Modelle mit Optic Ready, wo auch die Platten mit dabei sind, wo ihr euch einen Rotpunkt montieren könnt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Da liegen die Preise auch so um die 160 Euro. Sobald das bei Umarex verfügbar ist, versuche ich das auch für euch ranzuholen, damit ich euch das zeigen kann. So, das war es von mir gewesen, von meinem Review hier von der Pistolet Semi-Automatik. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mal unten rein, was euch bedrückt, was ihr noch wissen möchtet. Ich werde so gut wie möglich antworten und die anderen aus der Community können ja auch fleißig mitschreiben, wenn da Fragen aufkommen. In diesem Sinne, bleibt mir nur mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Und gibt es ein weiteres Video von mir. Ich setze mir noch mal die Schutzbrille auf und dann machen wir noch mal ein bisschen Dry-Fire. Und was ich noch mal sagen muss, hier mit diesen Backstraps, hervorragend gemacht für meine Riesenhände. Absolut fantastisch.